Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge von Michaels Modellbaustube. Heute geht es also los mit dem Bau der VW-Pritsche. Dabei zeige ich euch, wie man die Teile sauber aus dem Guss rausbekommt und was Baugruppen sind. Also bis gleich! Ihr hört es sicherlich an meiner Stimme, die ging nämlich letzte Woche ein bisschen flöten. Ich hoffe, man versteht mich trotzdem ganz gut. Bisher gab es ja eher graue Theorie in der Modellbauschule. Diese lassen wir heute mal hinter uns und fangen mit dem Bau der VW Pritsche an. Wie ihr ja bereits in einer älteren Folge gesehen habt, da sitzen die Bauteile eines Plastikmodellbausatzes in der Regel in so einem Gussast. Da müssen sie natürlich raus. Dazu nehmt ihr jetzt ganz einfach den Seitenschneider, den wir ja aus der Werkzeugfolge kennen, und diesen setzt man dann ganz einfach am Anguss an, aber nicht direkt am Teil. Warum? Das erkläre ich euch gleich. Ja, und mit einem beherzten Zwack ist es dann auch schon geschehen. Diesen Vorgang wiederholt man jetzt bei allen Angüssen. So. Jo. Und dann ist das Teil komplett herausgetrennt. Erst jetzt zwicke ich die restlichen Angüsse vom Teil weg. Und warum setzt man jetzt nicht direkt an? Würde ja schneller gehen. Naja, man muss immer bedenken, dass auf so einem Gussast eine gewisse Spannung herrscht. In Kombination mit einem etwas steiferen Kunststoff passiert es dann recht schnell, dass die Teile beim Heraustrennen einen Sprung bekommen oder dass mal was wegplatzt. Trennt man hingegen nicht direkt am Teil ab, sondern so wie ich es jetzt gemacht habe, so verlagert man solche Schäden, wenn überhaupt, auf den Gussast, und bei dem sind Sprünge oder sonstiges egal. Das heißt aber auch, dass man gerade bei kleinen Teilen oder filigraneren Teilen extrem aufpassen muss. Bei diesen gehe ich daher etwas anders vor. Entschuldigung, meine Stimme. Ja. Da schaue ich zuerst, wo die Angüsse sitzen und wie das Teil später verbaut wird. So weiß ich im Voraus, welche Seite des Teils später nur noch schwer oder gar nicht mehr sichtbar ist. Daher kann ich solche Teile am Anguss lassen und zwicke dafür einen Teil des Gussastes mit. Damit ihr versteht, was ich da meine, da habe ich da was vorbereitet. Ihr seht, also das ist das Teil und da habe ich noch ein bisschen was stehen lassen. Praktischerweise auch mit der Nummer vom Teil, damit ich mir das nicht irgendwo aufschreiben muss. So. Jetzt habe ich da, weil ich ja da das Teil vom Gussast dran lassen habe, praktischerweise auch schon eine Halterung, die mir beim Bemalen hilft. Jetzt kann ich es da festmachen und dann kann ich es da bemalen. Sobald es dann zum Einbau kommt, da trenne ich das Teil dann komplett ab von dem Rest da. Und wie gesagt, die Stelle, wo der Anguss da jetzt sitzt, die sieht man später nicht mehr wirklich. Und daher ist mir das auch egal, ob die schön versäubert ist oder nicht. Einfach dann noch eventuell mit Farbe noch kaschieren, je nachdem. Und das war es dann schon. Jo. Da fiel jetzt auch schon das nächste Stichwort. Denn nach dem Heraustrennen und Entfernen der Angüsse muss man an diesen Stellen ja noch versäubern. Dazu brauchen wir einfach das kleine Japanmesser und das Schleifpapier. Ihr erinnert euch sicher, wir haben da ein 600er und ein 1000er. Ja. Wie mache ich das jetzt? Gehen wir da wieder zu unserem Unterbodenteil. Zuerst schabe ich da mit dem Messer ganz fein über den Anguss drüber. Bitte passt bei solchen Arbeiten auf eure Finger auf. Ja?
und schnitzt es auch nicht ins Plastik hinein. Also setzt es da so an und fahrt da so herum, weil es ist sehr schnell passiert, dass man da mit zu viel Druck arbeitet und ins Teil reinschneidet oder vielleicht was wegschneidet. Und solche Schäden sind dann nur mühsam wieder herauszubekommen. Wegen dem schabt man da ganz fein drüber. So. So. Und dann kommt das Schleifpapier zum Einsatz. Ne? Zuerst haben wir da das 6000er, 600er, Entschuldigung, natürlich. Und da fahre ich da in kreisenden Bewegungen über diese Angussstellen nochmal drüber. So. Und wenn wir mit dem 600er fertig sind, dann kommt noch das 1000er zum Einsatz. So, und dann schaut das ganz gut aus. Jetzt ist das Teil aus dem Gusseis befreit und eigentlich schon fürs Lackieren bereit. Diese Schritte, die ich euch jetzt gezeigt habe, die wiederholt man jetzt bei allen Teilen, die man schon heraustrennen möchte. Weil, jetzt kommt der zweite Punkt, den ich zu Beginn erwähnt habe, nämlich die Baugruppen. Praktisch jeder Bausatz, der lässt sich in solche Baugruppen einteilen. Wir haben ja da bei dem Modell einen Unterboden, also das, alles was da unter ist, der ganze Unterbau. Wir haben eine Karosserie, wir haben da so Holzleisten auf der Ladefläche und wir haben die Chromteile. Der Unterboden, der besteht aus mehreren Teilen. Da haben wir ja das, was wir gerade rausgetrennt haben, und dann kommt da unten dann noch eine kleine Motorandeutung dazu, das ist dann da. Und ich glaube, dann kommt da noch so ein Auspuff drauf. Ne? So. Und die meisten Teile von da, die bekommen dieselbe Farbe, nämlich Seidenmattschwarz. Somit lassen sich diese Teile zu einer Baugruppe zusammenfassen und gleichzeitig bearbeiten, beziehungsweise schon vor dem Lackieren verkleben. Das war ein bisschen die Übersicht und spart auch Farbe. Lackiert man nämlich alles in einem Schwung, da braucht man auch ein bisschen weniger. Speziell wenn man jetzt mit einer Dose oder in späterer Folge dann irgendwann mit einer Airbrush arbeitet. Jo. Auch die Karosserie da ist eine Baugruppe. Hier hat man nämlich, also bei dem Modell hat man die Wahl, die Ladefläche da offen oder geschlossen darzustellen. Hat man sich da für eine Variante entschieden, so kann man diese ja schon vor dem Lackieren zusammenkleben. Ja, ist nicht bei jedem Bausatz, aber sehr oft kann man das schon, dass man das vorher zusammenklebt. Und das führt am Ende nämlich zu einem schöneren Ergebnis, da die fertig lackierten Teile nicht mehr mit einem Klebstoff in Berührung kommen. Falls es da Fragen zum Thema Baugruppen gibt, da schreibt diese einfach in die Kommentare. So,
Fassen wir also zusammen. Die Teile sollte man nie direkt am Anguss abtrennen, sondern immer einen kleinen Rest stehen lassen und diesen dann später entfernen. Ist auch der dann weg, glättet man mit einem Messer und dem Schleifpapier diese Stellen aus. Und die Teile eines Bausatzes, die lassen sich in Baugruppen aufteilen, damit alles ein bisschen übersichtlicher wird und man Zeit und Farbe spart. Ja, ich trenne jetzt noch weiter meine Teile heraus und gruppiere vor mir hin. Und in der nächsten Folge, da zeige ich euch, warum beim Kleben weniger mehr ist, aber manchmal viel richtig praktisch sein kann. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit und viel Spaß beim Modellbau. Euer Michael.